Einen schönen Samstag wünsche ich allen. Ich bin's nur. Ja, wettertechnisch, ja, bisschen bedeckt. Bisschen warm ist es, aber es soll ja heute teilweise sehr, sehr schlimm hausen. So, dann haben wir Fanclub. Sandra, Karin, Inge und Cornelia. Guten Morgen, Live-Verfolger. Heute ist der 13.06.2020, 9:33 Uhr. Ja, ich mache jetzt erst einmal das Zitat zum Tage. Wir danken dir besessen für dieses tolle Fressen. Das sind die beiden Dankzitate. Das hat der Bart Simpson gesagt. Ne? Wer soll das auch schon gesagt haben? So, wo mal gucken. Ich habe noch eins hier. Und zwar vom Karl Barth. Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. So, ihr habt ja gelesen, dass ich hier dieses Neues von Geri einstelle. Das Konzept, das ich mir hier so ausgedacht habe, offenbar ist das nicht so das Richtige. Ja, manchmal habe ich nur 2 Zuschauer, dann einmal 3, dann einmal 4 und einmal ein bisschen mehr oder weniger. Also äh, deswegen habe ich mir so überlegt, ich stelle das jetzt ein. Ja, ich kriege ja nicht immer Rückmeldung oder was, ob es dem behagt oder behagt es nicht. Oder gut, ist nicht so schlimm, ihr verliert mich nicht. Ich werde also vielleicht dann nur noch 2-mal die Woche kommen, weil das, was ich dann vorhabe, das ist dann ein bisschen zeitaufwendiger für mich. Ich will dann nämlich in jedem Podcast oder wie das so schön heißt, nur eine Sache bearbeiten. Das heißt vielleicht einmal die Geschichte der Bundesrepublik oder der eiserne Kanzler oder vielleicht Österreich oder Italien, ja, die Mafia-Strukturen, je nachdem, oder der Unabhängigkeitskampf vielleicht Kenia oder irgend sowas. Also das wird dann schon ein bisschen zeitintensiver für mich sein, ja, ein bisschen mehr Zeit kostet für euch. Da dürft ihr warten, bis ihr mich wiedersehen. Gut, heute mache ich noch mal das alte Konzept. Ihr müsst dann halt gucken, wann ich dann komme und hier was los wird. Weil, wie gesagt, das ist ja für mich nicht befriedigend, wenn die Zahlen nicht so ein bisschen hochgehen. Ich bin jetzt zwar nicht darauf angewiesen, haben wir hier erst auf ab 30.000 Lehrbedarf, aber das ist ja gar nicht mal Ziel gewesen. Aber ein bisschen mehr hatte ich mir dann schon erhofft, so mal vielleicht 30, 40, 50 Abonnenten und auch mal regelmäßig immer so 10, 20, 30 Verfolger. Aber gut, das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht das Konzept, das ich mir hier ausgedacht hatte, äh, nicht interessant genug für euch. Ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, Rückmeldungen kriege ich ja keine. Ja, und muss man halt sehen, wie, was das wird, nicht? Und ja, alles wird gut. Ich muss mal gucken, ob ich den Kanal dann hier umbenennen kann. Ja, nur Gary oder sowas, da muss ich mal sehen. Aber das ist nicht euer Problem. So, jetzt machen wir mal das Catcher heute Morgen. Viel steht nicht drauf. Und zwar war ja gestern Anne Dank, geht schon wieder gut los. Anne Frank Tag. Ja, das Mädchen da, das in Holland
2 Jahre im Hinterhaus Zuflucht suchen musste und dann letztendlich doch von den Schergen der Nazis erwischt worden ist und ja dann in Konzentrationslager ermordet wurde. Das ist schon eine traurige Geschichte. Ich habe das Buch gelesen, also das Tagebuch. Da kommen mir schon ab und zu mal die Tränen. Kann ich ja zugeben. Ja, da ist einem schon zu weinen zumute, wenn man sowas liest. Vielleicht ist das das erste Thema, das ich dann behandle. Ich weiß es noch nicht. So, dann habe ich hier gestern was gelesen. Da haben Leute auf der Koppel Pferde gefüttert. Lass das sein. Die musste dann die ganze Nacht im Stall verbringen, weil diese Pferde Koliken hatten. Lass das einfach sein. Ich meine, das wird jetzt hier niemand betreffen, schätze ich mal. Aber vielleicht könnte es ja weitergeben. Ja. Aber es gibt ja immer so verrückte Kerl, die machen sowas ja extra. Ne? Das ist genau wie die Giftköder auslegen für Hunde und so. Das ist doch furchtbar. Mensch halt, Mensch, schlimmste Tier auf ganzer Welt. So, dann der Johann Michael Bach. Das ist ein Sohn vom Johann Sebastian. Der hat, ist es heute oder was gestern? Also der 200. Todestag war das. Da gibt es ja da, wo der geboren ist, eine große Geschichte. Also, was heute so groß heißt, nicht in Corona-Zeiten. Ja, wenn es jemand interessiert, der kann ja mal danach googeln. Das ist ja das Schöne am Netz, es ist ja alles drin, was man so braucht. Ja. So, dann haben wir hier natürlich auch Corona wieder. Und zwar die Zahl der Mieter steigt, die wir Mieten nicht mehr bezahlen können. Das ist ein Wunder, nicht? Von daher habe ich ausgelegt mit 2 Verdiensten. Ja, da kann ich mal Miete und auch mal Leben bestreiten. Aber jetzt diese Kurzarbeit und vielleicht arbeitslos geworden. Also wird dann noch ein größeres Problem geben. Ja, diese Geschichte. Aber mach was da. Nicht? So, dann war gestern schon wieder, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wer das denn singt. Ich höre ja immer abends zwischen 8 und 24 Uhr, also zwischen 20 und 24 Uhr, dieses Musik liegt in der Luft in HR4. Und da war jetzt schon wieder dieses Fliegen mit dem Zeppelin. Hört sich irgendwie nach dem, wie heißt der dann jetzt? Der hat einmal mit so einer Belgierin zusammen gesungen. Der Wackershausen, genau. Ja, aber wie gesagt, Deutschland, Land der Dichter und Denker. So, dann hat die UN, die hat auch wieder mal was von sich gegeben. Diesmal haben sie nicht gesagt, wer es war. Der Guterres wird es dann wohl nicht gewesen sein. Also, die UN verlangt, dass weltweit Internet zur Verfügung steht für alle, die auf dem Planeten rumleben. Naja, verlangen kann man ja dann viel, gell, aber ob das alles so, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendjemand interessiert da im südamerikanischen Dschungel, ob da irgendein Internet haben will. Vielleicht haben die Schnauze sowieso voll von der Zivilisation. Aber brauchst du mal, ich kann es nicht sagen. So, Catchy ist fertig. Ja gut, ich hatte ja vorher was anderes, konnte ich jetzt nicht sagen. Also Sketche werde ich ja weiter bearbeiten, weil das ja doch manchmal ganz lustig oder interessante Sachen sind. Und ansonsten, wie gesagt. So, dann wollen wir mal gucken.
Entschuldigt. Jetzt haben wir natürlich hier wieder Rassismus. Ich sage ja, da kommen wir jetzt wochenlang nicht weg. Der systemische Rassismus ist gar nicht das größte Problem, sondern das Grundproblem heißt Willkür. Ja, also diese Beamten da drüben in den USA, wahrscheinlich überall auf der Welt, handeln willkürlich. Ja, weil die Polizisten in den USA, das steht jetzt so, es gibt natürlich Rassisten unter den Cops in den USA, wie überall. Aber sie erschießen häufigerweise als Schwarze. Ja, das sollte man sich dann auch mal überlegen, dass er also in der Regel mehr Weiße betrifft als Schwarze. Dann haben wir wieder Corona. Teile von Peking wegen neuer Infektionen abgeriegelt. Gäste fliehen in Scharen aus Düsseldorfer Restaurant. Oh je, 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 je. Naja, gut. Also das findet ihr dann in der Fokus Politik. Wen das interessieren sollte, ich lasse es mal offen und du musst nachher mal äh, durchlesen. Heute Morgen schon ein bisschen durcheinander, weil ich mich da gestern zu dem Shit hier entschlossen habe. So, ein Buch enthüllt. Kaum war Trump Präsident, verhandelte Melania den Ehevertrag nach. Das ist, naja, also wenn man sie ja so sieht, das ist ja eine wunderschöne Frau, ja. Und der hat den nicht aus Liebe geheiratet, das kann mir ja niemand erzählen. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass diese aale Säck sich da was vormachen, selber was vormachen. Und jo, und der junge Pixel halt, das ist jetzt schon wieder rassistisch gewesen. Ach, siehst du, jetzt habe ich vergessen, das aufzuschreiben und zu gucken, die Definition von Rassismus. Äh, Jo, ich habe wieder abgeschweift und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Was von dem Verrückten der UNO und Bosporus, der Erdogan, rutscht in der Türkei ab. Schlechte Umfragewerte, aufstrebende Opposition. Ja Gott, die Leute merken langsam, was sie da überhaupt haben an dem Mensch. Wenn jemand Sex mit Kindern erlaubt und ja, also diesen Staat wieder in einen islamischen Staat umändern, das wollen die Leute nicht, oder die vielen nicht. Ein paar werden es schon wollen, na klar. Wie immer gibt es da Leute, die dann hinterher rennen. Ist halt so. Nicht? Gut, gut. Also, die Deutsche Welle ist aber immer noch bei Fokus, gell? In Südosteuropa demonstrieren in diesen Tagen nur wenige Menschen gegen Rassismus. Viele Bewohner des Balkan sehen sich selbst als Märtyrer und haben ein Problem mit historischen Wahrheiten. Ja Gott, wenn man so wolle, ist ja irgendwie jeder Opfer. Also dort wieder noch einmal Deutsche Welle. Der wachsende Wunsch nach Hundewelpen besorgt Tierschützer. Während der Corona, immer als wird auf Corona geschoben. Während der Corona-Pandemie wächst der Wunsch vieler Menschen nach einem vierbeinigen Freund. Ich meine, ich hätte auch und gerne einen. Der dürfte natürlich nicht so echt groß sein, weil erstens mal, wenn ich den hier in der Wohnung hätte, ich weiß gar nicht, ob das gut geht, ob wir uns da und streiten. Und vor allen Dingen,
ist es ja eine finanzielle Frage. Ja. So Hund, der, na gut, Krankenkasse, das ist, kannst du, ich habe schon mal nachgeguckt, mit so 60, 70 Euro im Jahr rechnen. Und, also Krankenversicherung. Und naja gut, der muss ja was fressen und naja, trinken tut er Wasser. Das ist ja nicht die Welt, was das kostet. Aber gut, hin und weg, bin schon wieder abgeschweift. Gell? Lasst mir heute noch mal das Vergnügen, vielleicht überziehe ich sogar mal über die 40 Minuten, ich weiß es noch nicht, weil wir haben ja jetzt erst schon den ersten Punkt heute Morgen abgearbeitet. Vor allem Hundewelpen werden in Deutschland gesucht, doch die große Nachfrage ist kaum zu stillen. Die Tierschützer sind besorgt. Ja, das ist ja natürlich auch das Problem, dass in den Tierheimen hocken ja meistens schon ältere, ja, Hunde. Und ach, wenn da welche aus dem Ausland hergeholt, das ist ja sowieso was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. So holen sie die Hunde von Spanien und was weiß der Teil, von Rumänien und sonst wo überall her. Und dann hocken sie in die Tierheime und werden nicht vermittelt. Ne? Gut, dann lassen wir das mal jetzt Fokus hier. Ja, jetzt sind wir bei Wikipedia. Jetzt ist hier wieder was. Chris, also schon gewusst, Chris George war der Kingpin der Pillmillis. Miles. Miles. Ich sagte ja. Dann durch einen Trick wurde Helene Fischer, Reportagefotografin in Südafrika, in Südostasien. Ich glaube, ich höre auf hier, ich muss das nochmal neu machen. Ich verbabbel mich hier da und hier. Naja, gut, was geschah am 13. Juni? Oh, ich schlucke trinke. 1665 in der Seeschlacht bei Lowestoft im Rahmen des Zweiten Englisch-Niederländischen Seekriegs besiegen die Engländer die Niederländer, können jedoch keinen entscheidenden Vorteil aus diesem Sieg ziehen. Ja, die hatten natürlich, die Niederländer waren ja auch immer ein großes Seefahrervolk. Ja, und natürlich gibt es dann Reibereien, das ist ja logischerweise. So, 1855 im Rahmen der Pariser Weltausstellung erfolgt die Uraufführung von Giuseppe Verdis Oper Le Vepre Siciliennes mit dem Libretto von Eugene Scribe und Charles Duverier am Theater Imperial de l'Opera. Das muss man Übersetzer beiholen hier. Also 1935, Christo und Jean-Claude, das sind die zwei Verpackungskünstler da, kommen zur Welt, beide am gleichen Tag. Naja gut, ob das jetzt unbedingt... Ja, das kann man noch nehmen. 1945 im vormaligen KZ Sachsenhausen stirbt der zum Kreis des Attentats vom 20. Juli 1944 gehörenden Reserveoffizier Randolph von Breitbach-Büresheim. Ja, da waren natürlich, früher waren ja in der Armee viele Adlige, nicht? Und die auch als Offiziere gedient haben. Mir hatte auch einen bei der Bundeswehr von Lippert hieß der, kann ich ruhig sagen, der weiß nicht, ob der heute überhaupt noch lebt. Äh, ja,
aber gibt nicht, natürlich nicht mehr so viel. Der Adel stirbt langsam aus, weil ja auch keiner mehr nachgeadelt wird, sozusagen. Ja. Wir haben ja keinen Kaiser mehr, der jemand in der Adelsstand erheben kann. Ja, gut. Und der Rick Valance ist gestorben, ein britischer Popsänger mit 84. Ja, ich hoffe, ihr kennt den guten Mann. So, jetzt sind wir mal bei guten Nachrichten gegangen. Die essbare Stadt Andernach, das ist wieder Video, kann ich euch nicht vorführen. Eine Familie betreibt auf 400 Quadratmetern eine Stadtfarm. Ach, Video. Ich habe alles Videos hier. Ein Mann reist mit dem Fahrrad um die Welt und hat dann gesagt, die Welt ist freundlicher und liebevoller, als ich dachte. Im Ort, er ist nur in einsame Gebiete durch die Gegend geradelt. Da muss ich selbst immer lachen. So. So. Na gut, das war jetzt das. Gehen wir mal zum nächsten. Das kennt ihr vielleicht noch euch interessiert. Bauern der Meinung. Diskutiere mit mir ein Projekt für einen neuen Dialog der Gesellschaft. Das ist ja das Problem, dass heute, früher hat man ja öfter mal sich zusammengerauft und hat so diskutiert über alles Mögliche. In Zeiten von Handys und was weiß ich, was alles. Ja, ich habe ja schon einmal gesagt, da haben zwei Mädchen und eine Fleischtheke beim Rewe gestanden und die haben sich nachgerichtet geschickt, haben wir Meter auseinandergestanden. Woher ich das weiß, ich habe sie gefragt. So schickt ihr denn euch selber Nachrichten oder was? Ah ja, wird man so eine Halle kennen, sagt er mal. Das ist verrückt. Dann Freundlichkeit macht glücklich. Das zeigen wieder mal Studien und wieder irgendwelche Forscher unterwegs oder Wissenschaftler. Aber gut, jo, gehen wir mal zur Unterhaltung. Die online. Also Isabel Varell, die singt ja auch, ja, sie ganz gern, ja, ist ja auch Schauspielerin. Ich könnte mit meinem Ex-Mann eine Geisterbahn aufmachen. Jetzt hoffe ich doch, die meint nicht, dass es so schlecht aussieht, dass sie die Leute erschrecken kennt oder sowas. Spaß. Das ist ein ganzer Artikel, den müsstet ihr lesen, wenn es euch interessieren würde. So, dann haben wir die kaum wiederzuerkennen. Ex-GZSZ-Star Sila Shahin hat sich einen neuen Look verpasst. Ich sage da immer nur herzlichen Glückwunsch, weil man sich immer ein bisschen verändert. Ja. Und dann haben wir hier Neues vom Silbereisen und vom Anders. Die haben ja ein Album rausgebracht. Das Ding heißt das Album und sind von 0 auf 1 gehupft. Ja. Und wir sind überglücklich, so sie. Ja. Und dann so feiern Silbereisen anders ihren Charterfolg. Also ist ja ein Artikel. Ja. Maxi Bieber, das ist da, ja, die Wetterfee, ja genau. Und Lederlook und Ballermähne. So sah die Wetterfee vor 25 Jahren aus. Und wenn euch das interessieren sollte, die Fürstin Charlene von Monaco trägt jetzt einen Pony. Aber mich interessiert es jetzt nicht so, aber gut. Die Ann-Kathrin Götze teilt ein
Kuschelbild mit Baby Rom. Die haben ja da letztens ein Kind gekriegt, nicht? Also sie und Götze hat es wahrscheinlich erzeugt. Ich weiß, sie waren natürlich nicht im Bett gelegen. Und jetzt werden dann die ersten Babybilder vielleicht für ein paar Mark ja, verhögert. Es ist ja, je mehr einer hat, umso mehr will er doch. Es ist ja das. Hatte mal hier letztens, der Mensch ist ein Säugetier, er säugt die anderen aus. Ja. Ihr werdet euch wundern, warum ich eigentlich Streichhölzer benutze. Kann ich ja ganz kurz erzählen. Ich habe immer diese Big-Feuerzeuge genommen, ja, diese Plastikdinger. Und ach, die waren zwar zum Nachfüllen, aber das hat mich nie gekümmert, bis ich immer so drüber nachgedacht habe. Menschenskinder, du brauchst im Jahr vielleicht, was weiß ich, 5, 6 von den Feuerzeugen. Und wenn du das mal hochrechnest, vielleicht auf 100.000, ja, und dann immer mehr hochrechnest, dann ist es doch wirklich vernünftige Streichhölzer zu nehmen. Streichhölzer sind biologisch abbaubar. Also das ist der Grund, warum ich Streichhölzer benutze und sonst gar nichts. Ja. So, gehen wir weiter. Ich bin schon wieder abgeschweift, wie immer. Versöhnung im Abschiedstalk. Die Lena Malei, die Lena Meyer-Landrut heute im Interview mit Frank Elstner. Sagen Artikel, ich nehme an, die hatte mal irgendwie, wie sie Krempelage miteinander. Das kommt in der besten Familie vor. Und haben sich dann, weil der Frank Elstner, der hört ja jetzt auf mit seinem Fernsehgeschichte. Und ja, gut. Dann die Katie Hummels oder Casey hat ein paar Kilo mehr auf der Rippe jetzt. Und darauf ist sie stolz. Ich weiß nicht, ob es jetzt. Man sieht immer noch aus wie ein Hungerhage, davon abgesehen, aber gut. Äh, dann nach Brust-OP, Chrissy Teigen. Ihr werdet wissen, was kennt. Die kenne ich nicht. Teilt witzige Botschaft ihrer Tochter. Also Harry und Meghan, da hatten wir lange nichts mehr gehört von denen zwei. Ja, USA oder Kanada, wo sie da jetzt rumleben, ist halt weit, weit weg. Und die Frage jetzt, oder werfe die Frage auf, dachten sie schon vor der Hochzeit über Rückzug nach? Ich konnte es nicht sagen, ich war nicht dabei bei den Besprechungen. Die Queen wird ja 94, ne, die ist im April, glaube ich, 94 geworden. Jo, 94, das ist schon, da konnte ich ja alte und dann möchte ich noch da ihren Job. Aber das ist eine disziplinierte ältere Dame oder alte Dame, die das im Moment ganz gut alles hinkriegt. Da muss man Respekt haben vor der Frau. Ja, wir sehen ja da in Dänemark und Niederlande und die Königinnen, naja gut, die treten dann zurück und ja, tun dann halt auf Sender erteilt. Haben sie ja, irgendwo haben sie ja recht. Aber uns Königin hier, die hat, also die britisch, die hat ja geschworen, äh, ihr Leben lang Königin zu sein. Also wird die das auch so durchziehen. Ist halt noch vom guten alten Schlag. Ach ja, so, jetzt ist hier ein Like
äh, Sendung, die heißt Like Me, I'm Famous. Also ich bin famos oder so. Und das sind die Kandidaten. Ich muss wieder gestehen, ich kenne das nicht, Like Me und so. Dann gibt es hier, so brachte sie den Peiniger ihres Sohnes ins Gefängnis und immer noch der Rocker, der Oberbürgermeister werden will. Gut, das müssen wir gucken, vielleicht klappt es ja. Das haben wir jetzt alles schon gehabt. Wieso ist das? Ach so, das ist jetzt hier bei NTV. Aha, jetzt haben wir die J.K. Rowlings. Das ist hier wieder die mit dem Tweet da. Und die denkt nur ungern an ihre erste Ehe zurück. Schließlich habe sie in ihr Gewalt und Übergriffe erlebt, erinnert sie sich. Nun meldet sich auch der ehemalige Mann zu Wort. Dass er sie geschlagen hat, gibt er zwar zu, bereuen will er das jedoch nicht. Naja, ich kenne auch von der psychosomatischen Klinik her einige Frauen, entschuldigt, die also auch häusliche Gewalt ausgesetzt waren. Und das ist schon eine schlimme Sache. Und ich kann da wirklich vor jeder Frau unter den Hut ziehen, die dann sagt, hier, jetzt ist aber Schluss und ins Frauenhaus geht oder sonst irgendwelche Wege, dass sie diesen wirklich schlimmen Zustand beendet. Ja, das ist, ich doch da Respekt. Gut. So, hey, haben wir noch einmal die. Also hier ist noch einmal das mit, ich habe ja gesagt, der Elstner, der ist ja immer so ein bisschen direkt in die Interviews, das muss mir so sagen. Das ist ja gut so. Äh, das könnt ihr danach vielleicht noch mal bei NTV durchlesen. Der DDR-Chefingenieur, das ist ja wohl ja, oder ist ein Jugoslawe. Ja, also frühere Jugoslawe, jetzt weiß ich nicht, was er ist, ob er vielleicht ein deutscher Staatsbürger ist. Ja, in der Bundesrepublik, wo ja der Winnetou, also unser Vorzeichen, der Franzose Pierre Brice, ja, und in der DDR der Gojko Mitic, ja, der 83. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Und ist jetzt halt kein Verdienst vor daheim selber, wenn man so alt wird. Aber meine Kinder sind halb schwarz. Rassistische Polizeigewalt beängstigt De Niro. Der Robert De Niro hat ja ist Vater von 6 afroamerikanischen Kindern. Ja, naja, gut. Ist auch ein interessanter Artikel, deswegen bin ich hier manchmal, guten Morgen, zweite Live-Folge, äh, eher aus nach 7 Jahren. Es wird hier also die Kelly Clarkson, ich kenne sie nicht, lässt sich dann jetzt scheiden von ihrem Mann Brandon Blackstock heißt der Mensch. Jo, jo. Die Band Lady Antebellum benennt sich um. Ja, was hat das? Warte mal. Aha.
weil der Name der Band einen Zusammenhang mit den rassistischen Südstaaten im Bürgerkrieg hat, benennen sich die Musiker um. Naja, also John Kobe Bryants Witwe lässt sich tätowieren. Nur wenn es interessiert. Ja, das, das muss man sich immer vorstellen. So, das sind dann hier so Nachrichten. Ja, für die kriegt ja irgendjemand Geld. Dafür wird er bezahlt. Und die Lilly Becke lässt das Handtuch fallen. Ach ja, 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 gut. So, die Sender Sofia Delipondi kehrt zurück zu GZSZ. Dann die Heidi Klum. Das ist ja mittlerweile 47 Jahre alt. Sieht noch klasse aus, muss man sagen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob da irgendein Chirurg Hand angelegt hat oder nicht. Und er hat ja 4 Kinder von 2 verschiedenen Männern. Inzwischen ist sie da mit dem Tom Kaulitz verheiratet, der ist ja, glaube ich, 20 Jahre jünger oder was, aber das spielt ja kein Geig. Und es wird ja schon länger über die mögliche Schwangerschaft der 47-Jährigen spekuliert. Und jetzt hat es im TV einen Satz fallen gelassen, der diese Gerüchte weiter befeuert. Ja, mit 47 noch einmal Mutter zu werden, das ist ja dann, ja, könnte ja schon die Oma sein. Uroma ist noch ein bisschen jung. So, Erleichterung nach Fahrradsturz. Die Magdalena Brutschka, das ist also diese Donnerin da, ja, die ist mit Vorrat gestürzt, ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Aber die ist schon 42, also Olympiasiegerin wird sie nicht mehr werden. Ah je. Also die Pocher hat ja da eine eigene Show in RTL, wie gesagt, Fernsehen ist ja nicht so meins seit einiger Zeit. Olive und Amira Pocher machen weiter. Gefährlich ehrlich heißt diese Serie oder Sendung oder Show, wer ja immer. Aha. Hier hat die J.K. Rowling noch einmal ihre Tweets verteidigt. Dann hatte ich das ja schon die Woche mal angesprochen. Vom Winde verweht stirbt Verkaufscharts. Der Filmklassiker Vom Winde verweht steht seiner rassistischen Darstellung von Schwarzen in der Kritik, nachdem ein US-Streaming-Dienst den Streifen aus dem Programm nimmt, steigt das Interesse an dem Südstaaten-Epos enorm. Ich habe es hier schon gesagt, die Leute wollen nicht, dass ihr Kulturgüter einfach irgendwo in der Versenkung verschwindet. Ja, das ist ja nicht richtig. So, die Iggy Azalea, Sängerin, ach, das ist eine, sie. Und sie hat einen Sohn, ja Gott im Himmel. Und diesem Sohn sein Privatleben, also sein Leben soll privat bleiben, sagt sie. Ja, gut. Warum soll die auch keine Mutter sein? Ja. Ja. Der Wendler, ja, Bankrott nicht, also Konkurs. Dem Wendler reicht es jetzt. Er hat an die Bundesregierung appelliert. Er ist sauer auf das Finanzamt und die Bildzeitung. Dürfen die schreiben, was sie wollen. Michael Wendler fordert Hilfe von der Bundesregierung. Indes sucht Laura sich einen Klunker aus. Aber bitte nur einen lupenreinen Brillanten.
Dazu sagt man beste nichts, ja, weil, naja, gut, hier mein Lieblingssänger oder Liedermacher, sagen wir mal so, der Reinhard May, der ist ja wirklich ein genialer Liedermacher, ja, wo man dem so Texte so mal hört und so wunderbar. Ja, ich mache öfter mal einen Reinhard May Abend. Seit mehr als 50 Jahren zählt Reinhard May zu den führenden Liedermachern im deutschsprachigen Raum. Jetzt ist sein 28. Studioalbum erschienen, nach 4 Jahren Wartezeit. Das heißt, das Haus an der Ampel. Wen es interessiert, ich werde mir das nachher mal durchlesen. Dakota Johnson, das haben wir jetzt alles schon gehabt. Okay. So, das war jetzt alles bei NTV Unterhaltung. Ja, wer es noch einmal nachlesen will, jetzt kommen wir mal zum Stern. Trump gibt, wie er als Präsident in Krisenzeiten wahrnimmt. Ja, wahrscheinlich als eine der besten, schätze ich immer. Naja, gut, und das ist halt. Jetzt haben wir hier einen CDU-Shootingstar. Das ist der, der aussieht wie so ein Schulbub. Ja? Diese Amthor heißt der Mensch mit Nachnamen. Der hat nach Lobbytätigkeit für US-Firma Fehler eingeräumt. Und er ist nicht käuflich. Käuflich ist fast jeder. Das ist nur die Summe bestimmt und der Kaufpreis. Ne? So, dann haben wir noch was von Mr. President. Trump-Fans müssen schriftlich bestätigen, dass sie auf eigenes Risiko jubeln. Weil der nächste Präsident macht ja Wahlkampfkundgebungen trotz Corona und natürlich sind die Leute narrisch und rennen zudem. Gut. So, Megans beste Freundin wird gefeuert, weil sie einer schwarzen Influencerin gedroht hat. Ja, vielleicht finden die noch einen Job bei der Megan irgendwo. So. Aha. Die Diagnose, das ist Ende vielleicht mal 8, da muss ich ja nachher noch mal gucken. Ihr Kopf tat weh und sie fühlte sich traurig. Das Abnehmen der Gardine war der Auslöser. So, müsste ich normal mal aufmachen, müsste mal gucken, um was es sich handelt. Aber ich will euch ja ein bisschen ja, animieren, mal selbst ein bisschen was zu tun. So, dann haben wir hier, das habe ich, hab ich heute Nacht in der Nacht, also in der, wie heißt es, die Hitnacht. Und da hat jemand eine Pythonhaut in der Küche gefunden, 30 Zentimeter lang. Und also diese Experten sind sicher, dass es sich um eine ungiftige Schlange handelt, aber wenn die wirkt, da haben so 30 Zentimeter sind fast so, vielleicht um meinen Hals nicht mehr, ich weiß es nicht. So, dann hat die Polizei, das ist ein Reihenhaus, ja, alle 5 Häuser verriegelt. Aber jetzt weiß ich nicht, jetzt suchen sie dann die Schlangen irgendwo und alles verrückt, die Welt. Ich verstehe auch gar nicht, wie diese Dinger hierher kommen, ja, dass sich sowas überhaupt jemand kauft. Aber was weiß ich,
Spiegel berichtet über unsere Eliteeinheit. Die Krisen, also ich sage es jetzt so, die KSK-Offizier sendet wegen rechtsextremer Umtriebe Hilferuf. Also die Spezialkräfte heißt es, glaube ich. Da wäre nicht auszutrocknender Sumpf. Ja, weiß ja nicht, wo die überall Krise bewältigen. Aha, kreativ in der Krise. Der Branche Zoo lässt Löwen, Bären, Tiger Used Look Jeans herstellen. Okay. Gut, ja, gehen wir weiter. Ich mache jetzt sind es schon 46 Minuten. Wir sind ja gleich durch hier. Ja. Also in Obermelle ist ein Tierquäler unterwegs. Katzen liegen tot in der USA. Also passt auf eure Haustiere auf. Das Verrückte gibt es immer wieder. Mir unbeständig, wie man einem völlig harmlosen Tier was antun kann, aber gut, was soll's, ich kann es nicht nennen. Gut, dann gehen wir hier noch zu unserem letzten. Da gibt es jetzt hier bei T-Online, ist das auch noch einmal hier. Heim und Garten, ja. Und zwar, so können Sie den Bäumen in Ihrer Straße helfen. Ja, ist auch ein Artikel. Johannisbeeren immer mit Stiel waschen. Ja, das heißt also nicht erst von diesem ja, Dingen da abmachen, sondern erst waschen, bevor man das macht. Brauchen Pflanzen wirklich Spezialerde? Also es gibt ja da, ich war ja im Baumarkt, 10 oder 11 Jahre, glaube ich, bei uns. Gibt ja da Palmenerde und Geranienerde und was weiß ich, was für alte Erde. Ich habe mich immer gefragt, für was soll denn das sein? Aber hier kann ich dann nachher mal vielleicht meine, meine Kenntnisse erweitern. Ja. So, dann, das sollten Hausbesitzer vor einem Unwetter tun. Es soll ja heute auch wieder Sturm, Hagel, ja, und Starkregen geben, wo es halt hinkommt. Wenn ihr Fahrradgarage bauen wollt, holt euch eine Genehmigung, weil es ist nämlich so, sonst ruppert die euch die wieder ab. Wir wissen ja, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir haben zum Beispiel auch so einen Fall, der Mann hat seinen Führerschein verloren vor war aber 16, 17 Jahren. Und hat dann, was weiß ich, 10.000 Euro ausgegeben, um allein diese ganze Idiotentest, hat man früher gesagt, zu machen. Und das hat alles nicht geklappt. Und dann ist in die Tschechei gefahren, hat auch Führerschein gemacht. Ist ja kein Problem. Und dann ist er hier Auto gefahren. Aber der gute Mann hat halt jemand, der das nicht haben konnte, der sich ein bisschen. Und der hat den dann auch gezeigt und hat das wieder ein Haufen Geld gekostet. Also, du ein bisschen auf euch aufpassen und auch auf die Nachbarn. Nicht alle, die am schön ins Gesicht tun, sind dann auch deine Freunde. Das muss man so sagen. So, in diesen Bundesländern wird am häufigsten eingebrochen. Und damit schließe ich das Kapitel Neues von Geri. Wie gesagt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich kann jetzt hier oben alle Sachen schließen. Ich werde
ja, mich wieder mal rechtzeitig melden und sage euch jetzt, genießt das Wochenende. So long, Servus, Goodbye, Arrivederci. Bleibt mir gesund und macht's gut. Ja, bin ein bisschen traurig, das muss ich so sagen. Aber wie gesagt, ich komme mit einem anderen Konzept wieder und muss man halt sehen. Ne? Ciao.